Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen und erklären, wie ihr internetfähige Lampen, Kaffeemaschinen und sonstige Smart Home Geräte in eurem Haushalt per Sprache steuern könnt. Was ihr dafür benötigt, ist ein Raspberry Pi Minicomputer, ein Mikrofon und die passenden Lautsprecher dazu. Fertig ist das Dinner von Tu. Hey Minecraft, turn on left. Hey Minecraft, turn on right. Hey Minecraft, turn on coffee. Ob der ist jetzt genommen hat. Er hat nicht genommen. Hey Minecraft, turn on coffee. Ein Wunder der Technik, oder nicht? Wie ihr das Ganze auch hinbekommt, zeige ich euch hier. Auf diesem Bild seht ihr das anfangs erwähnte Setup. Und zwar handelt es sich um einen Raspberry Pi Minicomputer. Dieser ist nur ca. 9 cm groß, besitzt aber alles Notwendige, was wir für diese Bastelei brauchen. Daran ist ein USB-Mikrofon und ein Lautsprecher angeschlossen. Hierzu sei erwähnt, dass dies bei weitem nicht die Spracherkennungs- und Wiedergabequalität der im Handel erhältlichen Sprachassistenzsysteme erreicht. Für ein wenig Spielerei reicht es aber vollkommen. Kommen wir zum Raspberry Pi in der Version 3b. Dieser Minicomputer besitzt die üblichen Anschlüsse, die ein Laptop oder ein normaler Computer auch hat. Auf ihm wird ein spezielles Betriebssystem installiert, und zwar OpenHBN aus dem Open Source Projekt OpenHub, das speziell zur Heimautomatisierung entwickelt wurde. Die Festplatte des Raspberry Pi ist eine SD-Karte, auf dem ihr ein Image des Betriebssystems OpenHBN drauf spielt. Nach ein wenig Konfiguration steht euch ein Ansteuerungssystem für eure Smart Home Geräte zur Verfügung. Wie genau ihr bei der Installation und Konfiguration vorgeht, könnt ihr dem verlinkten Video hier entnehmen. Die allermeisten von euch kennen Alexa, Google Home und noch weitere im Handel erhältliche Sprachassistenzsysteme. Diese funktionieren im Großen und Ganzen wunderbar, erfüllen ihren Zweck, jedoch sind diese Systeme im Kern geschlossene Systeme, die wenig Spielraum für eigene Kreativität erlauben. Man ist auf den Hersteller angewiesen, wenn gewisse Funktionalitäten wie zum Beispiel Anschluss diverser Systeme oder auch zum Beispiel ein eigenes Rufwort erwünscht sind. Auch benötigen diese Systeme eine Internetverbindung, um mit den Servern der Hersteller zu kommunizieren. Ich hatte bis vor kurzem noch Alexa Voice Service auf dem Raspberry probeweise laufen, die ist auch mit der Kaffeemaschine verbunden über OpenHub. Jedoch kam ich auf den Gedanken, mir ein eigenes Rufwort zu erstellen, abseits der vorgegebenen. Dies ist mit AVS nicht ohne weiteres mehr möglich. Da erinnerte ich mich an den Open Source Sprachassistenten Jasper, mit der ich zum ersten Mal eine Lampe angesprochen habe. Das Jasper-Projekt ist aber nicht bestens dokumentiert und vor allem wird es allen Anstand nicht mehr gepflegt. Es gibt aber mittlerweile ein Open Source Projekt, das vielversprechend ist, und zwar Minecraft. Mehr oder minder Dokumentation ist vorhanden und es wird weiter daran gearbeitet. Wie ihr vorhin entnommen habt, ist noch keine deutsche Lokalisation gegeben, aber daran kann man selbst mitwirken. Des Weiteren ist es unter anderem noch in der Sprache-zu-Textverarbeitung von Googles oder einem anderen System abhängig, aber auch daran arbeitet man. Hier verweise ich auf das Deep Speech Projekt der Mozilla Foundation. Langfristig soll so eine Sprachassistenz auch komplett lokal möglich werden. Wie ihr Minecraft auf dem Raspberry installiert, zeige ich euch in diesem hier verlinkten Video. Kommen wir nun zu den Smart Home Geräten. Was ich mir persönlich gegönnt habe, waren Philips Hue Funklampen und eine Smart Applications Kaffeemaschine erster Generation. Zur Kaffeemaschine ist zu sagen, dass ich diese damals relativ günstig erwerben konnte und sie mittlerweile zu einem mehr als doppelten Preis angeboten wird. Wie man diese Kaffeemaschine und die Lampen ansteuert, seht ihr hier in diesem verlinkten Video. Theoretisch könnte man auf diesem Wege noch ein wenig meine Küche überschwemmen und noch weitere Unfug betreiben, aber was nimmt man nicht alles für ferngesteuerten Kaffee in Kauf? Fertig ist eure Bastelsprachassistenz. Somit kommen wir zum Schluss und Gott sprach: Hey Minecraft, turn off left.
Hey Minecraft.